Mike hat keinen Bock. Weil ich mich die ganze Zeit verspreche und wir das jetzt schon zum 3. Mal filmen. Guten Morgen aus dem Erzgebirge. Guten Morgen. Wir starten jetzt auf die Blockline. Was das ist, erklären wir später. Das Berghotel Talblick in Holzau war unser Zuhause für 2 Nächte. 1000 Dank für die Einladung. Es ist Ostern und wir haben unsere Sachen gepackt, um in 2 Tagen die Blockline im Erzgebirge zu erkunden. 140 Kilometer mit 2750 Höhenmetern standen auf dem Plan. Die Strecke haben wir uns in 2 Etappen aufgeteilt. Let's go! Wer uns kennt, weiß, dass wir diese Distanz eigentlich auch an einem Tag machen. Aber wir wollten mal was Neues ausprobieren. Nach ein paar Metern wartete schon das erste Offroad-Stück auf uns. Herzlich willkommen auf der Blockline. Das ist unsere Übersichtskarte. Wir sind jetzt hier in Holzau. Die erste Etappe führt uns nach Osten Richtung Altenberg, durch Frauenstein und nach Mulda zum Zug. Dann fahren wir zurück zu unserem Hotel mit dem Zug. Und den 2. Tag starten wir mit einer Zugfahrt nach Mulda. Dann geht es nach Süden in Richtung Seifen und schließlich zurück zum Hotel. Das Abenteuer-Startpaket für die Blockline hat uns die Hotelchefin und Blockline-Initiatorin persönlich überreicht. Neugierig haben wir gleich nachgeschaut, was alles enthalten ist. Auf der Blockline im Erzgebirge warten Fahrradabenteuer und Herausforderungen für die ganze Familie. Die Blockline besteht aus insgesamt 15 kurzen Etappen und zu jeder Etappe gibt es eine Infoseite, da steht drauf Länge, Anstieg, Abfahrt und ein bisschen mehr Text. Dann gibt es eine super schön gestaltete Karte, passend im Stil zur Blockline. Und dann gibt es immer ein Rätsel. Und das hier können wir gleich machen, da muss man nämlich die Unterschiede finden. Mega. Nachdem wir alle Unterschiede gefunden hatten, aktivierten wir unser Startpaket und stöberten noch ein wenig auf der Blockline-Seite, um unsere Planung zu finalisieren. Zum Beispiel schauten wir nach Blockline-Ins für die Mittagspause. Check. Wir haben Arschrakete, Geld, Ausweis, Versicherungskarte, Werkzeug, Smartphone, natürlich das Abenteuerbuch, ein erste Rezept, die Getränke machen wir morgen, Proviant haben wir haben Fahrradhelm und Brille, ich habe 3 Paar Handschuhe, Wechselkleidung, Wechselschuhe haben wir nicht, brauchen wir auch nicht, Wetterschutz und Sonnencreme. Alles erledigt. Kann losgehen. Jetzt aber zurück zur Tour. Die Blockline richtet sich an Leute mit geländegängigen Fahrrädern. Wir haben natürlich unsere Gravelbikes gewählt und sind damit auch super zurechtgekommen auf der Strecke. Da ist ein QR-Code an den Dingern. Ich gehe mal schauen, was die so machen. Ja, mit dem Flugmodus wird das nix. Nochmal. Immer noch kein Internet. Ah ja, hier ist auch kein Empfang. Was ist das? Das ist der Skibahnhof hier in Neuhermsdorf, weil hier im Winter die Leute vorbeigehen. Woran erinnert dich der Hase? Es gab früher so einen Trickfilm mit so ganz vielen Hasen. Und die sahen alle so grimmig aus und hatten rote Augen und daran erinnert er mich. Da habe ich immer Albträume von bekommen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ins Video soll. Ihr seid gerade hier. Blockline, Motivmeilenstein, Hase am Bahnhof Neuhermsdorf. Kilometer 9 der Gesamtstrecke. Die nächste Etappe hat 5,8 Kilometer und 103 Höhenmeter. Auf die zweite Etappe. Hör genau hin. Zirr, twilp, twilp. Na, welche Vögel waren das? Teilweise war es zu Ostern schon noch ganz schön winterlich. Und wie haben dir die ersten 12 Kilometer gefallen? 12 haben wir schon. Ja. Sehr schön. Ein bisschen Trails und sehr viele schöne Schotterstraßen und ein paar schöne Abfahrten.
Wir hatten ausreichend Zeit mitgebracht, um bei schönen Aussichten anzuhalten und sie in Ruhe genießen zu können. Auf dem Kahleberg angekommen, hatten wir eigentlich schon ziemlich Hunger und haben überlegt, einzukehren und hier was zu essen zu kaufen. Aber es war dann doch zu kalt und zu windig und wir entschieden uns für einen Riegel und setzten unseren Weg auf der Blockline fort. Was man hier wohl aufschließen kann. Leider haben wir das aber nicht herausgefunden. Dafür gab es hier aber die nächste Blockline-Infotafel. Hier liegen schon etwa 21 Kilometer hinter uns. Wir befinden uns am Blockline-Motivmeilenstein Waldkauz bzw. an der Wetterwarte Zinnwald. Wie einfach der Wald alle 2 Sekunden komplett anders aussieht. Das ist die Altenberger Pinge. Was auch immer eine Pinge ist. Das ist auch ein Bergbauüberbleibsel. Weil Altenberg ist auch als Bergbau bekannt gewesen. Und da waren ganz viele Stollen drunter und die sind irgendwann eingebrochen. Da ist unter anderem die alte Kirche von Altenberg mit drin versunken. Ja, das ist einfach jetzt nur noch ein tiefer Knochen. Von Altenberg ist es nicht mehr weit bis nach Schellerau. Hier ist Nick aufgewachsen. Hellerau. Das ist Himmelblau. Nur heute nicht so richtig. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Also sind wir durch diesen Wald hier beströmert, der jetzt gar kein richtiger Wald mehr ist. Da war der ganz dicht. Und jetzt ist er fast weg. Haben wir Baumbuden gebaut. Damals. Nachdem wir an Schellerau und dem Skilift Rotterhang vorbeigefahren waren, ging es in eine lange Abfahrt. An diesem Punkt kann man wirklich mal was zur guten Streckenführung der Blockline sagen. Es wurde darauf geachtet, möglichst viele Straßen zu vermeiden und immer Gravelwege und Trails zu wählen. Sehr schön. Ich habe eine Lupe gefunden. Jetzt kann ich mir Vogelkacke in groß angucken. Okay. Kilometer 43 der Gesamtstrecke oder mitten auf Etappe 6. Die Blockline ist super abwechslungsreich und größtenteils gut fahrbar.
Nur hier war es wirklich nicht gut. Hier wurden neue Steine auf den Weg geschüttet, die den wohl reparieren sollten, aber zu dem Zeitpunkt, als wir vorbeifuhren, lagen die noch super locker auf dem Weg und waren damit ganz schön rutschig. Nick ist die gesamte Blockline übrigens schon mal an einem Stück gefahren. Es war also größtenteils nichts Neues für ihn, aber es hat sich doch einiges getan, zum Beispiel an den ganzen Infostationen der Blockline. Dieses Mal hatten wir uns die Blockline aber, wie schon gesagt, in 2 Etappen aufgeteilt und folgten so 2 Tage lang dem grünen B auf gelbem Grund. An einigen wenigen Stellen waren wir uns aber dennoch unsicher, wo wir jetzt langfahren müssten, und da waren wir froh, dass wir unsere Navis dabei hatten. Kurz vor Frauenstein gab es dieses Blockline-Tor. Da mussten wir natürlich durchfahren. Wir waren uns aber unsicher, von welcher Seite es schöner aussehen würde, also nahmen wir beide. Und dann waren wir in Frauenstein. Endlich Zeit, um mal einzukehren, einen Kaffee zu trinken und was zu essen. Puh, endlich keine Riegel mehr. Time for Espresso. Vor dem Kaffee musste aber erst noch ein Problem gelöst werden. Einige Kilometer vorher war mir nämlich der Zipper von meiner Rahmentasche abgerissen. Nach jahrelanger Nutzung kann das schon mal passieren. Naja, und jetzt musste ich die Büroklammer, mit der ich meinen Winterschuh auf und zu machte, an die Rahmentasche umbauen. Aufgewärmt und gestärkt ging es weiter für uns. Schon vor unserer Pause wussten wir, dass wir den Zug in Mulda verpassen würden und ganz schön lange auf den nächsten warten müssten. Ein Lux. Naja, natürlich haben wir uns eine Alternative überlegt. Die sah dann so aus, dass wir 20 Kilometer zum Hotel zurückradeln, anstatt 1,5 Stunden auf den Zug zu warten. Erstmal ging es aber noch weiter bis nach Mulda und wir lernten dieses Truthuhn kennen. Dann waren wir schon in Mulda. Hier geht's rechts zum Bahnhof und links in Richtung unseres Hotels. Hinter mir ist Mulda, da wollten wir eigentlich in den Zug steigen, aber am Ende war es dann zeitlich recht knapp, sodass wir uns eben für einen Kaffee und Kuchen entschieden haben und dafür 20 Kilometer zum Hotel zurückzufahren, anstatt den Zug zu nehmen. Was machst du? Hier ist der Start von der Blockline. Unser heutiges Ziel. Naja, nicht ganz. Wir sind heute früh dort irgendwo, ich sehe nichts mehr, am Hotel gestartet und da müssen wir jetzt noch hin, 100 Höhenmeter hoch. Die Strecke der Blockline kann man sich selbst ganz individuell einteilen. Die Gesamtstrecke ist 140 Kilometer lang und in 3 Loops aufgeteilt. Dabei ist die erste Schleife 53 Kilometer lang, die zweite 52 und die dritte 66, jeweils etwas über 1000 Höhenmeter. Natürlich haben wir hier in Holzau am Dreh- und Angelpunkt der Blockline auch nochmal ein Foto gemacht. Wenig später waren wir dann zurück am Hotel. Auch hier gab es das gelbe Schild mit dem grünen B. Jetzt noch Sauna, Essen und Schlafen. Gute Nacht und bis morgen. Als wir am nächsten Morgen aus dem Fenster schauten, war unsere Motivation ganz schön niedrig. Denn was lag da? Schnee. Bis wir aufbrachen, war der aber zum Glück geschmolzen. Gleich verraten wir, ob wir rechtzeitig am Zug waren. Aber erstmal gibt es ein kurzes Fazit von Martin, den wir beim Frühstück kennengelernt haben. Warum ein Fazit? Martin war schon 2 Tage auf der Blockline unterwegs und ist da schon 2 Loops gefahren. Natürlich haben wir ihn gefragt, was er denkt. Ja, servus Leute. Wir sind gestern die 2er-Blockline gefahren, voll auf begeistert. Am Tag vorher die 1er, die an der tschechischen Grenze entlang geht, naturgebunden, eine Top-Strecke mit vielen Highlights, der Bobbahn in Altenberg. Und ich kann nur sagen, wir waren mit dem Mountainbike unterwegs, empfehlenswert und fahrt die Strecke, macht das ist super. Heute waren wir rechtzeitig am Zug. Das ist unser Zug nach Mulda. Heute ist super Wetter, wir fahren nur bei Regen. Gleich entgegen. Aber gleich wieder Aber zurückfahren. nicht doch wieder zurückfahren.
Wir hatten uns warm und wasserdicht eingepackt, aber merkten schnell, das war doch ein bisschen zu viel, was wir da angezogen hatten. Also eine Schicht aus. Und dann ging's weiter. Und nach wenigen Kilometern wartete schon das erste Highlight auf uns. Blockhausen. In Blockhausen sagten wir unzähligen Drachen Hallo und bestaunten den längsten Tisch der Welt, der aus einem einzigen Werkstück gefertigt wurde. Hallo Drachi. Während Nick mit der Kamera festhielt, wie diese ganzen Holzfiguren entstehen, habe ich mich versteckt. Das führte bei ihm zu einiger Verwirrung. In Blockhausen gab es wirklich einiges zu entdecken. Aber damit wir das Video nicht zu langweilig gestalten, haben wir natürlich nicht alles gezeigt, denn Holzkunst Nummer 1. Eine Stunde später. Wir haben die Holzkunst nun nach 97. Das wollten wir euch natürlich nicht zumuten. Vorsicht, Graben. Nick überlegt, ob er pullern muss. Ich überlege, ob ich pullern muss. Ich glaube, ich muss. Es hat aufgehört zu regnen. Auch heute entdeckten wir wunderschöne Pfade, Wege. Wir fuhren über Brücken, sahen Infotafeln, fuhren über Meerwege, durch Schlamm, in den Wald. Noch mehr Wald. Um Kurven mit Aussichten. Hier schauten wir zum Beispiel zum Schwartenberg. Da müssen wir später noch rauf. Erst einmal fuhren wir aber in Richtung Seifen, um dort eine ausgiebige Mittagspause zu machen. Endlich waren wir in Seifen angekommen. Erstmal aufs Klo und dann was ordentliches Essen im Holzwurm, einem der Blockline-Inns. Das war übrigens nur unser Nachtisch, vorher gab es schon was Herzhaftes. Und dann ging es auch schon weiter. In Seifen schauten wir uns erst einmal die ganzen Schaufenster mit Pyramiden, Schwibbögen und allerlei erzgebirgischer Holzkunst an. In Seifen gab es übrigens auch ein Blockline-Portal, durch das wir durchfahren konnten. Nach der Froschbadewanne ging es dann hoch zum Schwartenberg. Wir sind hier auf dem Schwartenberg. Wegen der Schwarte. Lange haben wir es oben nicht ausgehalten. Es war wirklich richtig kalt. Der Wind pustete und ließ uns schnell auskühlen, sodass wir schnell wieder runterrollen wollten. Außerdem kamen bedrohlich dunkle Wolken auf uns zu. Bei den dunklen Wolken von vorhin, da hatten wir schon überlegt, uns die Regenhosen wieder anzuziehen, weil wir sicher waren, dass uns der Regen erwischen würde.
aber nix da. Richtig gut mit der Sonne. Da drüben oben bei dem Haus waren wir vorhin. Hinter dem Fluss ist übrigens Technik. Hinter uns liegt unser letzter Anstieg. Wir fahren jetzt noch zum Hotel, holen unseren Rucksack ab und dann geht's zu Nix Family nach Schellerhau. So eine sehr schöne Runde heute auch. Irgendwie sind wir um den Regen rumgefahren. Ja, Bis es hat nur morgens geregnet auf dem Weg zur Bahn. Am Ende gibt es natürlich noch ein Fazit zur Blockline. Wir fanden es super, ich fand die Strecke mega abwechslungsreich. Ich war früher schon ab und an mal in der Gegend fahren. Nick natürlich schon das ein oder andere Mal mehr, da er ja da aufgewachsen ist. Was mir in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Wald, der einfach von der einen auf die nächste Sekunde komplett anders aussah. Und für mich gab es auch ein paar Brücken auf der Strecke. Das ist immer gut, ich mag Brücken. Ansonsten waren die Wege abwechslungsreich, das meiste war fahrbar, manchmal sind wir abgestiegen und haben geschoben, aber das ist auch abwechslungsreich. Also wir sind begeistert von der liebevollen Gestaltung und wir kommen bestimmt zurück und schauen uns mal an, wie das im Sommer dort aussieht, denn bei uns war es natürlich noch alles etwas grau und jetzt ist da bestimmt alles grün und voller Leben.